Wie sieht es aus, wenn Terroristen einen Freizeitpark bauen? Restaurant, Shooting Field, Playground und Parking. Jetzt sind wir gerade in einem sehr kleinen Bunker und prominent hier steht dieses schwere Maschinengewehr im Raum. Im Libanon kann man genau das herausfinden. Diesen Schaufensterpuppen haben sie einfach noch schnell ein Vollbart drauf gesprüht. Hier betreibt die islamistische Hisbollah eine Anlage, in der sie ihre Propaganda freien Lauf lässt. Mit erbeuteten israelischen Waffen, Souvenirshops und Videospielen. Wir haben uns das mal angeschaut und zeigen euch heute die 5 absurdesten Attraktionen im Disneyland der Terroristen. Bevor wir zu unseren 5 bizarrsten Attraktionen im Freizeitpark der Hisbollah kommen, sollten wir erst einmal kurz erklären, wer die Hisbollah überhaupt ist. Die Hisbollah ist eine islamistische Miliz, die im Libanon große Teile des Staates kontrolliert. Sie verfügt über eine eigene Armee von Zehntausenden Kämpfern, ausgerüstet mit modernen Waffen wie Raketen und Drohnen. Ihr Erzfeind ist Israel, mit dem sich die Islamisten schon mehrere Kriege geliefert haben. Weil sie offen zur gewaltsamen Vernichtung des Staates Israel aufruft, wird die Hisbollah von der deutschen Regierung offiziell als Terrororganisation eingestuft. Und eben diese Hisbollah betreibt seit einigen Jahren einen eigenen Freizeitpark. Dort wimmelt es nur so von absurden und manchmal auch unfreiwillig komischen Dingen, wie etwa unserem Platz 5, die Bunker. Auf dem Gelände des Parks befand sich früher ein echter Stützpunkt der Hisbollah, von dem aus sie gegen die israelische Armee kämpfte. Die Überbleibsel kann man heute besichtigen und anfassen. Und prominent hier steht dieses schwere Maschinengewehr im Raum, das hier so diese ganze Ecke da abdecken kann und wahrscheinlich auch den einen oder anderen Hubschrauber abschießen könnte. Und hier in diesem Tunnelsystem sind auch Kommandoposten, wie hier. Ich glaube zumindest. Oder Vorratsräume. Hier ist ein Vorratsraum. Hier sieht man, wie halt eben die Leute damals gelebt haben während des Krieges zwischen der Hisbollah und Israel. Das hier ist jetzt the Living Room, wie sie es hier nennen. Also wahrscheinlich so der Bereich, wo die Kämpfer hauptsächlich waren, wenn hier irgendwelche Bomben gefallen sind. Man sieht, das ist der, glaube ich, größte Raum, den wir hier bisher gesehen haben. Und ja, ein paar Matratzen auf dem Boden und ein antiker Fernseher. Darf natürlich auch nicht fehlen. Das hier ist jetzt wahrscheinlich so das Herzstück des Ganzen. Das ist die Kommandozentrale hier in diesem Bunkersystem. Sieht schon so aus, als wäre es noch original intakt, mehr oder weniger. Weil die Rechner dort hinten passt etwa zu der Erde. Die islamistische Hisbollah bildet im Libanon einen Staat im Staat. Sie ist der zweitgrößte Arbeitgeber des Landes, als Partei sitzt sie im Parlament und ihre bewaffneten Truppen sind mächtiger als die libanesische Armee. Immer wieder kommt es zu Gefechten mit den israelischen Streitkräften. Der Hisbollah-Freizeitpark öffnete 2010 seine Tore. Mit der Touristenattraktion wollen die Islamisten ihre Perspektive im Konflikt mit Israel propagieren. Und das möglichst unterhaltsam. Platz 4. Die Waffen. Waffen, Waffen, Waffen. Der Freizeitpark ist voll davon. Manche sind Kriegsbeute, die von den Israelis zurückgelassen wurde, die meisten sollen aber zeigen, wie gut die Hisbollah-Kämpfer ausgerüstet sind. Mit Hilfe von Schaufensterpuppen. Das ist auch geil. Diesen Schaufensterpuppen haben sie einfach noch schnell ein Vollbart drauf gesprüht, damit es konformer mit der Hisbollah-Ideologie ist wahrscheinlich. Sogar die Spendenboxen haben hier die Form von riesiger Munition. Besonders stolz ist die Hisbollah auf ihre Raketen, wie die Khaibar 1, deren Nachbildung ich mir hier mal aus der Nähe anschaue. Das Ding hier neben mir ist auch relativ relevant für den ganzen Konflikt, weil das ist eine von den Raketen, die die Hisbollah regelmäßig benutzt, um auf Israel zu schießen. Und die hat halt eine Reichweite von fast 100 Kilometern. Damit erreicht sie halt wirklich viel vom israelischen Staatsgebiet. Und das ist dann immer so, wie der Konflikt abläuft in den letzten Jahren. Mal fängt die Hisbollah an und schießt dann Raketen rüber auf Israel. Israel reagiert. Es sterben Menschen oder es sterben mal keine Menschen. Aber so dreht sich diese Gewaltspirale immer. Und damit stehen diese Raketen wortwörtlich im Mittelpunkt des Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah. Platz 3. Ballerspiele. Die Hisbollah wird nicht müde zu behaupten, dass sie es war, die im Krieg gegen Israel dafür sorgte, dass die Israelis sich aus dem Libanon zurückzogen. Und damit Touristen das nicht vergessen, haben die Islamisten vor den Toren des Freizeitparks eine Videospielhalle gebaut, in der man den Guerillakrieg nachspielen kann. Wir sind jetzt im Action-Teil dieses Freizeitparks und hier gibt es Spiele.
die darin bestehen, mit dem Ding hier, das ist eine Duschka, das ist ein schweres russisches Maschinengewehr, auf angreifende Gegner zu schießen. Und es wird nicht genau gesagt, wer diese Gegner sind. Es sind keine Flaggen drauf, zumindest habe ich noch keine gesehen, aber wir sind hier in einem Freizeitpark der Hisbollah. Ich glaube, wir können uns alle denken, wer diese Soldaten sein sollen, auf die man hier mit diesem Ding schießen soll. Platz 2. Russische Touristen? Wir stehen gerade auf dem zentralen Platz der Anlage und schauen uns verschrottete israelische Hubschrauber und Panzer an, als etwas Unerwartetes passiert. Auf einmal ist jetzt eine Gruppe angekommen, hauptsächlich junge Leute, aber auch Erwachsene. Und die haben 2 russische Flaggen dabei. Und es sind auch Betreuer, die so russische Mützen und russische Jacken tragen. Und wir haben jetzt noch nicht ganz... genau. Und sie tragen auch dieses schwarz-orangene Band, das die russischen Truppen unterstützen soll. Und hello. Hi. Where are you from? Russia. From Russia? Die russische Regierung sieht die Hisbollah nicht als Terrororganisation. Im syrischen Bürgerkrieg arbeitete Russland mit der Gruppe zusammen und versorgte sie, nach Aussagen von Hisbollah-Kommandeuren, auch mit Waffen. Platz 1. Terror-Souvenirs. Exit through the gift shop. Wir gehen jetzt in den Souvenirshop der Hisbollah. Von der Tasse mit dem Gesicht des Hisbollah-Anführers Nasrallah bis zum T-Shirt mit dem Hisbollah-Logo gibt es hier so ziemlich jeden Fanartikel, den man sich vorstellen kann. Das ist ein iranischer General, Soleimani, der war für die Spezialeinheiten zuständig und hat auch viel mit der Hisbollah zusammengearbeitet und wurde dann irgendwann von den USA getötet. Nicht unbedingt der richtige Schlüsselanhänger, den ich auf Reisen mitnehmen sollte, aber... Ist das ein Feuerzeug? Welches Duftbäumchen von der Hisbollah wollt ihr? Wollt ihr Summer Breeze oder Rose? Super weird hier. Eine Organisation, die in Deutschland als Terrorgruppe gilt und man steht hier im Souvenirladen. Das Härteste war halt, glaube ich, echt diese Dartscheibe, wo man auf den Davidstern in der Mitte werfen kann. Das ist sehr, sehr unangenehm. Ihr seht, im Freizeitpark von Mlita ist die Propaganda der Hisbollah meist so direkt und offensichtlich, dass sie oft unfreiwillig komisch ist. Doch das sollte einen nicht täuschen. Die Art und Weise, wie die Hisbollah ihre Macht im Libanon verteidigt, ist alles andere als lustig. Nur 3 Wochen vor unserem Besuch brach der Konflikt mal wieder aus. Nachdem israelische Sicherheitskräfte die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem gestürmt hatten, feuerte die Hisbollah mehr als 30 Raketen auf Israel, das daraufhin mit Luftschlägen antwortete. Eine Lösung des Konflikts ist nicht abzusehen. Mit uns direkt wollte übrigens kein Vertreter der Hisbollah sprechen. Unsere Anfragen wurden ignoriert. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, was der Konflikt zwischen Israel und seinen Nachbarn mit antisemitischer Hetze zu tun hat, dann empfehlen wir euch dieses Video von Mr. Wissen to Go.